bin André von Night City Live und heiße euch willkommen zum Review der Arasaka Travel Mug Version 2.0.7.7. Wir testen heute für euch den Trinkbecher auf Herz und Nieren und interessieren uns dabei besonders für die Wärmeisolierung, die Hygiene- bzw. Reinigungsmöglichkeiten und für die Verarbeitung und Dichtheit. Die optimale Brühtemperatur vom Kaffee liegt zwischen 86 und 96 Grad. Die Trinktemperatur dagegen bei 65 bis 70 Grad Celsius für Kaffee und 67 Grad für Espresso. Den Kaffee für den Test haben wir mit einer Espressomaschine gemacht und sofort in den Reisebecher umgefüllt. In den Becher passen übrigens 270 ml heiße oder kalte Flüssigkeit. Direkt nach dem Umfüllen beträgt die Temperatur noch etwa 71 Grad Celsius. Nach 15 Minuten im geschlossenen Becher war der Kaffee noch etwa 68 Grad heiß, nach 45 Minuten etwa 64 Grad, nach einer Stunde etwa 62 Grad, nach 1,5 Stunden etwa 59 Grad und 2 Stunden später etwa 56 Grad. Selbst nach 7 Stunden war der Kaffee noch 39 Grad Celsius warm. Das ist zwar fast so warm wie Badewannenwasser, aber die Wärmeisolierung ist insgesamt sehr überzeugend. Laut einer Studie von Dr. Charles Gerber an der Universität in Arizona sind 90% aller Tassen in Büroküchen mit einem Bakterienfilm überzogen, 20% dabei sogar mit Fäkalkeimen. Travel Mugs können übrigens auch sehr empfänglich sein für einen Schimmelpilzbefall, wobei einzelne Stämme allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen bedingen können. In seltenen Fällen können Schimmelpilze aber auch Neurotoxine produzieren. Daher ist es wichtig, dass sich Tumbler und Travel Mugs gut reinigen lassen können. Wie schneidet der Becher von Arasaka ab? Der Schraubdeckel stellt dabei ein Problem dar, da sich darin ein Flüssigkeitsreservoir bilden kann, das schwer zu reinigen ist. Hier seht ihr, wie das Verschlusssystem des Bechers funktioniert, was aber auf der anderen Seite auch erklärt, warum man den Deckel so schlecht reinigen kann. Man kommt sehr schlecht in die einzelnen Ecken hinein. Um alternative Verschlüsse zu demonstrieren, haben wir hier eine kleine Thermoflasche und 2 Tumbler zum Vergleich. Die Flasche besitzt einen einfachen Drehverschluss, der nicht nur dicht hält, sondern auch sehr einfach zu reinigen ist. Dieses Modell hat einen Scheibenverschluss, auch hier gibt es nur sehr wenige Ecken, die schlecht zu reinigen sind. Hier wurde dagegen ein Klappverschluss verwendet, ebenfalls eher leicht zu säubern. Im Vergleich dazu schneidet der Arasaka Travel Mug daher eher schlechter ab. Überschwemmungen wie diese will man unbedingt vermeiden, daher ist es wichtig, dass der Trinkbecher dicht bleibt. Erfreulich ist, dass der Boden beim Arasaka Becher gummiert ist und somit etwas Schutz gegen Rutschen und leichte Stöße bietet. Wenn man den Kaffee eingefüllt hat und den Becher fest zudreht, dann geht auch kein Tropfen daneben. Leider ist das in Wirklichkeit gar nicht wahr, wie wir euch in diesem Test zeigen wollen. Achtet hier auch einmal auf die Form des Deckels, denn das wird später wichtig.
An dieser Stelle könnte man erst noch denken, dass ich das einfach mies eingeschüttet habe oder ich den Deckel einfach schlecht zugedreht habe. Aber es tropft weiter und weiter und weiter und weiter. Und obwohl ich vorne eingeschüttet habe, tropft es hinten am Deckel runter, weil der Becher einfach nicht dicht ist. Habt ihr es gesehen? Hier noch einmal im Detail. Das Problem liegt meiner Meinung nach an einem Konstruktionsfehler, denn jedes Mal, wenn Kaffee durch das Reservoir am Deckel fließt, fließt es durch ein kleines Loch bzw. diese Kerbe an der Hinterseite aus dem Deckel heraus. Als wir die Flasche das erste Mal auf den Kopf gestellt haben, war der Deckel zum Körper hin verriegelt und deswegen konnte der Kaffee auch nicht aus dem Deckel herausfließen. Sobald man allerdings einmal daraus getrunken hat oder etwas eingeschüttet hat, läuft immer wieder was daneben und ihr könntet euch euren Anzug oder euer nagelneues Shirt von Cyberpunk 2077 komplett ruinieren, bevor ihr auch nur einen weiteren Schluck aus dem Becher genommen habt. Wir haben nicht mal 2 Gläser Kaffee eingeschüttet und eine riesige Sauerei veranstaltet. Dabei hat man schnell mehr Papiertücher verbraucht als bei einer Braindance-Episode mit Sasha Devon. Das ist auch alles super ärgerlich und wenn man beim Auspacken dann auch die erste Schramme auf dem Becher entdeckt, hat man sofort schlechte Laune und keinen Bock auf große Unboxing-Videos. Die Arasaka Traveler Mug Version 2.0.7.7 hält euren Kaffee also wirklich lange warm, nur trinken dürft ihr ihn dabei nicht, denn das Ding ist einfach nicht dicht. Außerdem ist es noch sehr schlecht zu reinigen, kommt eventuell noch mit einer Schramme und kostet dabei noch sportliche 24,50 €. Damit ist der Becher übrigens fast doppelt so teuer wie die rote Thermoflasche, die wir euch vorhin gezeigt haben, welche fast das gleiche Füllvolumen hat, vergleichbar warm hält, dicht bleibt und besser verarbeitet wird. Ich weiß nicht, ob nur meine Arasaka Traveler Mug dieses Problem hat, aber ich hoffe, dass man diesen Produktionsfehler beheben kann oder man verkauft den Becher einfach gar nicht mehr weiter. Zum Abschluss gibt's noch einen kleinen Lifehack, den mir mal ein Nomad erzählt hat.